Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, alternativen Kosmetik-Rezeptvideo von mir. Herkömmliche Handelsseifen aus billigen Rohstoffen und mit schädlichen Zutaten machen aus der Hautpflege ein riskantes Unterfangen, was nicht selten mit Hautproblemen endet. Außerdem können die Chemikalien auch über die Haut in den Körper gelangen, wo sie gesundheitliche Schäden anrichten können. Gesunde Seifen hingegen reinigen nicht nur, sondern pflegen die Haut und verwöhnen mit natürlichen Düften aus ätherischen Ölen. Deshalb stellen wir heute eine gesunde Handseife her, auf Basis der handgemachten Aleppo-Olivenseife, die nach jahrhundertealtem überlieferten Rezept aus 80% Olivenöl und 20 bis 22% Lorbeeröl besteht. Sie stammt aus Syrien, der Hauptstadt der islamischen Kultur, der wir übrigens sehr viele Erfindungen zu verdanken haben, unter anderem auch die Herstellung der Seife. Die Seife war damals ein Produkt der hohen hygienischen Ansprüche, die in der islamischen Kultur an Körperpflege und Reinheit gestellt werden. Im Mittelalter wurde diese Art der Seifenherstellung von muslimischen Händlern nach Europa und in andere Teile der Welt gebracht. Hier haben wir die Original-Aleppo-Seife aus Syrien. Und zwar ist es immer so, dass je höher der Anteil an Lorbeeröl in dieser Seife ist, desto teurer und wertvoller ist die Seife. Da die Aleppo-Seife in dieser Form eben sehr harte Kanten hat, sehr groß ist und eben schwierig als Handseife zu benutzen ist, habe ich die Seife komplett erstmal geraspelt mit solch einer Gemüsereibe, um sie hinterher dann zu schmelzen und mit anderen Zutaten zu verfeinern. Die fertigen Raspeln kommen dann in dieser Schüssel über ein Wasserbad, wo sie langsam erhitzt werden. In meinem ersten Versuch hatte ich jetzt hier so ein kleines Aloe Vera Blatt verwendet, das geschält und dann eben das Gel entnommen und dieses dann in einen Becher gegeben und dann mit einem Milchaufschäumer flüssig geschlagen. Das hatte jetzt für diesen Versuch erstmal gereicht, aber besser wäre es, zum einen mehr von dem Aloe Vera Gel zu verwenden und zum anderen es lieber in dem Vitamix zu pürieren. Wir sehen, dass das Wasser jetzt kocht. Wir drehen die Flamme ganz klein und dann muss man wissen, dass die Seife nicht alleine schmilzt. Man muss eine Flüssigkeit hinzugeben. Und die Flüssigkeit hat dann eben aus dem pürierten Aloe Vera Gel, einem Esslöffel Glycerin und dann später nochmal etwa 2 bis 3 Esslöffel Wasser bestanden. Aber die Flüssigkeit war etwas zu wenig. Man sollte schon etwas mehr Flüssigkeit verwenden, damit die Seife besser schmelzen wird und man sie dann auch besser in diese Silikonformen füllen kann, um daraus eben jetzt neue Seifen herzustellen. In diesem ersten Versuch hatte ich eben sehr viel herumprobiert. Ich hatte unter anderem dann auch natives Kokosöl hinzugegeben, einfach auch für eine bessere Pflege der Haut beim Waschen dann. Und dann hatte ich eben noch hier Duftstoffe hinzugefügt in Form des natürlichen Rosenöls und einigen Tropfen Neroliöl. Beides natürliche, sehr gut duftende und auch gesunde ätherische Öle. Und als letzte Zutat hatte ich dann noch getrocknete Rosenblütenblätter hinzugefügt. Man könnte da also wirklich experimentieren und verschiedene Duft- und Kräuterkombinationen und Pflegeideen ausprobieren. Und dann die fertige Mischung einfach in solche Silikonbehälter füllen. Da ich aber zu wenig Flüssigkeit benutzt hatte, sieht man halt, dass die getrocknete Seife nicht so schön in ihrer Konsistenz ist und auch kein glattes, schönes Aussehen hat. Weil eben auch schon während des Einfüllens, aber auch schon vorher während des Umrührens, die Seife immer schon langsam am Aushärten war. Deshalb hatte ich daraus gelernt, dass man eben mehr Flüssigkeit hinzufügen muss. Aber das werden wir gleich nochmal sehen in meinem zweiten Versuch, wo ich dann eben sehr viel mehr von dem Aloe Vera Gel verwendet hatte. Nachdem man die Aloe Vera Blätter abgeschnitten hat von der Hauptpflanze, sollte man sie erstmal ausbluten lassen für mindestens eine halbe Stunde, damit dieser giftige gelbe Aloinsaft austreten kann. Das ist wichtig zu erwähnen. Dann schneidet man die Enden ab und natürlich schält man wieder das ganze Blatt, denn wir benötigen ja nur das gesunde Aloe Vera Gel. Sobald das Aloe Vera Gel entnommen wurde, kommt das in einen Mixer, also zum Beispiel in den Vitamix. Und dazu hatte ich dann noch etwa 100 Milliliter heißes Wasser hinzugefügt. Und dann wird alles richtig gründlich durchpüriert. Und diese Mischung in flüssiger Form jetzt kommt einfach zu den geraspelten Aleppo-Seifenstücken hinzu und wird dann gut durchgemischt. Und schon sieht man auch, dass die Seife sehr viel schneller und besser schmilzt und flüssig wird. Und dazu hatte ich dann jetzt noch einige Tropfen Teebaumöl hinzugefügt, denn es ist ja bekannt für seine antibakteriellen, antiviralen und antimykotischen Eigenschaften.
Und durch seine entzündungshemmenden Eigenschaften kann es helfen, Hautreizungen, Schnittwunden, Verbrennungen und andere Hautprobleme zu lindern. Es beschleunigt den Heilungsprozess und hilft, die Haut zu beruhigen. Diese Seife könnte man dann wirklich sehr vielseitig verwenden, also nicht nur für die Hände, sondern auch für die Füße, ganz besonders wenn man zum Beispiel Fußpilz hätte, aber sogar auch fürs Gesicht, wenn man zum Beispiel Akne hätte, weil es Hautinfektion und Juckreiz auf der Kopfhaut behandelt und das Haarwachstum fördert. Aber sogar auch für die Kopfhautpflege, weil es hilft, Schuppen zu bekämpfen und die Kopfhaut zu beruhigen. Wir haben jetzt gesehen, dass wir diese Seife schon sehr viel besser in die Formen füllen können, weil sie viel flüssiger ist und viel leichter zu handhaben. Wir stellen dann diese Form in einen dunklen, kühlen Raum und lassen sie dort erstmal 2 Tage lang antrocknen und danach können wir sie aus der Form entnehmen. Allerdings ist die Seife in diesem Zustand immer noch relativ weich, weshalb wir sie weiterhin trocknen lassen sollten, also mindestens 1 Woche lang in einem dunklen, kühlen Raum oder so lange, bis die Seife eben wirklich komplett trocken sein wird. Denn erst wenn sie ganz trocken sein wird, könnte man sie dann in einem Glas oder Behälter aufbewahren. Man könnte theoretisch auch die gesamte Flüssigkeit, die man für diese Menge von 190 Gramm Seife benötigt, auch nur aus dem Aloe Vera Gel entnehmen, indem man eben noch mehr von dem Aloe Vera Gel hinzufügt, anstelle von Wasser. Weil das Aloe Vera Gel eben bekannt für seine vielen gesundheitlichen Vorteile, insbesondere für die Haut ist. So ist das Aloe Vera Gel nicht nur ein hervorragender Feuchtigkeitsspender, es ist beruhigend bei Hautirritationen, es hat antioxidative Eigenschaften und fördert die Heilung von Wunden, es ist auch bei der Behandlung von Akne förderlich, fördert die Hautregeneration, behandelt auch Pigmentflecken und Hyperpigmentierung, unter anderem, weshalb es in Kombination mit dem Teebaumöl in dieser gesunden Aleppo-Seife die Haut sehr gut pflegt beim Waschen und keine trockene, gereizte Haut hinterlässt, wie das bei herkömmlichen Seifen der Fall ist. Wir haben jetzt gesehen, wie gut man also mit dieser Seife die Hände waschen kann. Die Seife schäumt auch und reinigt eben gut, während sie die Hände auch pflegt dabei. Hier lasse ich jetzt die Seifen nochmal weiterhin trocknen auf meinem Eisschrank im Abstellraum, der oben etwas Wärme abgibt, sodass die Trocknung auch schneller vonstatten geht. Beide Arten von Seifen, die ich jetzt hier hergestellt hatte, sind also wunderbar zu gebrauchen, um damit die Hände nach dem Toilettengang zu waschen, aber ebenso um sein Gesicht zu waschen, wenn man zum Beispiel Akne hat. Man könnte auch den ganzen Körper damit waschen, man könnte sogar die Haare damit waschen. Ich selber benutze sie nur noch für die Hände, da ich meinen gesamten Körper und auch meine Haare schon seit vielen Jahren mit keiner Seife mehr wasche. Vor einigen Jahren hatte ich ein Video zum Ersatz von Shampoo hochgeladen, worin ich die Rasoul Wasch- oder Lavaerde aus Marokko vorgestellt hatte und wie gut man damit die Haare waschen kann. Dieses Video kann ich euch gerne hier oben nochmal verlinken. Und diese Wascherde hatte ich damals auch für meine Haare noch verwendet, wodurch ich dann wirklich ganz glänzendes, weiches Haar bekommen hatte. Aber seit etwa 2 bis 3 Jahren wasche ich meine Haare auch nur noch mit Wasser, indem ich diese 3-mal in der Woche nach dem Sport beim Duschen reinige. Die Haare sind weich, glänzend und sauber. Denn wenn man sich von innen ketogen und gesund ernährt, bekommen die Haare eigentlich alles, was sie an Nährstoffen benötigen, um eine kräftige, gesunde, glänzende Struktur zu entwickeln. Aber natürlich ist auch der gesamte Lebensstil wichtig, wie dass man zum Beispiel sich jeden Tag ausreichend bewegt, dass man Infrarotstrahlen von der Sonne erhält, sich erdet und so weiter, in welchem Fall sauberes Wasser als Reinigungsmittel vollkommen ausreicht. Mit einer einzigen Ausnahme, dem Waschen der Hände nach dem Toilettengang. Mit dieser natürlichen, gesunden Aleppo-Seife in Kombination mit Aloe Vera und Teebaumöl können wir unsere Haut sehr gut reinigen und dabei gleichzeitig auch pflegen. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.